Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema Dornbigge-Prüfung. Bei der Dornbigge-Prüfung wird ein Kennwert ermittelt, der in erster Linie eine Aussage über die Haftfestigkeit und Elastizität der zu prüfenden Beschichtung erlaubt. Hierzu wird eine beschichtete und konditionierte Prüfplatte entweder innerhalb von 2 bis 3 Sekunden um einen konischen Dorn oder innerhalb von 1 bis 2 Sekunden um einen zylindrischen Dorn gebogen. Die gebogene Prüfplatte wird visuell auf Risse in der Beschichtung untersucht. Entweder wird eine Ja-Nein-Aussage bei einem vereinbarten bzw. festgelegten Dorndurchmesser getroffen, oder es wird der größte Dorndurchmesser bestimmt, bei dem die Beschichtung Risse zeigt oder sich vom Substrat ablöst. Mal wieder eine scheinbar einfache Prüfung, bei der man nichts falsch machen kann. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Vor der Prüfung muss natürlich klar sein, nach welcher gültigen Norm geprüft werden soll. Die DIN EN ISO 6860 gibt einen konischen Dorn zur Prüfung vor. Hierbei wird eine beschichtete Prüfplatte über einen ca. 20 cm langen Dorn gebogen. Dieser hat einen minimalen Durchmesser von 3,1 mm bis zu einem maximalen Durchmesser von 38 mm. Die Auswertung erfolgt visuell, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme einer Lupe mit 10-facher Vergrößerung direkt nach der Prüfung. Die Beschichtung wird dabei auf Rissbildung und Delamination von der Prüfplatte untersucht. Die maximal noch sichtbare Länge der Risse, die vom dünnen Ende des Dorns ausgehen, wird in Millimetern angegeben. Bei der Prüfung nach DIN EN ISO 1519 sieht das Ganze natürlich deutlich anders aus. Hier werden verschiedene zylindrische Dorne von minimal 2 und maximal 32 mm Durchmesser verwendet. Zylindrisch heißt mit gleichbleibendem Durchmesser über die gesamte Länge des Dorns. Den Dorn mit dem größten Durchmesser, bei dem die Beschichtung Risse zeigt oder sich vom Substrat ablöst, gibt man als Ergebnis in Millimetern an. Bei der Prüfung gemäß der ISO 1519 muss also nicht nur für jeden einzelnen zu prüfenden Durchmesser der Dorn getauscht werden, sondern man braucht auch deutlich mehr Prüfplatten. Anscheinend macht es also gar keinen Sinn, nach dieser Norm zu prüfen, da es mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist. Die Prüfung mit einem konischen Dorn hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Bei der Prüfung entstehende Risse beginnen in der Regel beim dünneren Dornende, können sich aber in Richtung des dickeren Dornendes unkontrolliert fortsetzen. Das kann teilweise auch noch nach der Prüfung passieren, was zu verfälschten Ergebnissen führt. Die Norm gibt hier vor, parallel zu den kürzeren Seiten der Prüfplatte Einschnitte in 20 mm Abständen durch die Beschichtung bis zum Substrat zu machen. Das soll zwar eine Rissfortpflanzung verhindern, begrenzt aber die Genauigkeit im schlimmsten Fall auf diese 20 mm. Somit ist die Prüfung gemäß der ISO 1519 vielleicht aufwendiger, dafür aber deutlich weniger fehleranfällig. Außerdem wird bei den meisten Prüfspezifikationen ein minimaler Dorndurchmesser angegeben, bei dem die Beschichtung rissfrei bleiben muss. Somit kann man also auch bei der Prüfung mit zylindrischen Dornen zumindest eine Ja-Nein-Aussage mit nur einem Dorn erreichen. Für die richtige Anwendung der Prüfung haben wir hier noch ein paar Tipps für Sie. Für die Dornbigge-Prüfung müssen normgerechte Prüfplatten verwendet werden. Oft werden vermeintlich geeignete Bauteile geprüft, die jedoch aufgrund ungeeigneter Bauteilgeometrien zu Falschmessungen führen. Die visuelle Auswertung ist sehr subjektiv. Um Ergebnisse sinnvoll miteinander vergleichen zu können, sollte daher die Prüfung möglichst immer vom gleichen Prüfer durchgeführt werden. Der richtige Beschichtungsaufbau und die Schichtdicken müssen beachtet werden. Ist der Gesamtschichtaufbau zu prüfen oder jede Schicht einzeln? Die Ergebnisse der Einzelschichten sind nicht unbedingt mit den Ergebnissen des Gesamtschichtaufbaus gleichzusetzen. Um ein Verkratzen der Beschichtung durch die Ziehwalze zu vermeiden, kann man einfach ein Blatt Papier dazwischenlegen. Die Bewertung muss sofort nach der Prüfung erfolgen, am besten sogar, bevor man die Platte aus dem Prüfgerät entfernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos aus der Reihe Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und auf Besser Lackieren.